Knees into your elbow. We thank you in advance for following the rules and wish you a wonderful tour. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord dieses Rundfahrtboots der Reederei Koi. Während unserer Fahrt erklären wir Ihnen die Bewandtnis der wichtigsten Höhepunkte und Ansichten unserer Route. To your left, you can see the Hotel de l'Europe. This is one of the best hotels here in Amsterdam, and it is owned by Heineken. The kitchen of the hotel is partially below water level. Links sehen Sie Hotel de l'Europe. Dies ist eins der besten Hotels in Amsterdam und darf sich zum Heineken-Besitz zählen. Die Küche des Hotels befindet sich zum Teil unter dem Wasserspiegel. We are now sailing the Amstel River. In the past, the Amstel was one of the rivers that used to flow out into the sea. Wir fahren hier auf dem Fluss die Amstel. Die Amstel war einst einer der Flüsse, die ins Meer mündeten. To the left, we can see the Zouderkerk, or Southern Church, constructed in 1614. The Zouderkerk is the first Protestant church in Amsterdam, specifically built as such. The church is mainly famous because of the painting by Claude Monet. Links sehen wir die Zuiderkerk, die 1614 gebaut wurde. Die Zuiderkerk war die erste protestantische Kirche in Amsterdam, die als solche gebaut wurde. Diese Kirche ist hauptsächlich durch das Gemälde von Claude Monet bekannt geworden. On the left-hand side is the Waterlooplein, or Waterloo Square, now largely covered by the City Hall and Music Theatre. This used to be the centre of the Jewish neighbourhood. Auf der linken Seite liegt der Waterlooplein. Der Platz wird jetzt größtenteils durch das Rathaus und das Operngebäude, die Stopera, eingenommen. Hier befand sich früher das Zentrum des jüdischen Viertels. The Blaubrug, or Blue Bridge, we now see before us, featuring pylons decorated with images from the Dutch Golden Age, was built in 1884. In some respects, this bridge is a copy of the Pont Alexandre III in Paris, and it was named after its predecessor, which was a wooden drawbridge painted blue.
Die Blaubrücke, die wir jetzt vor uns sehen und deren Pfeiler mit Abbildungen aus dem goldenen Zeitalter verziert sind, wurde 1884 gebaut. Die Brücke ist mehr oder weniger eine Kopie der Porte d'Alexandre III. In Paris und hat ihren Namen ihrer Vorgängerin zu verdanken, einer hölzernen Zugbrücke, die einen blauen Anstrich hatte. Or skinny bridge we see ahead of us now is one of the oldest bridges in the city. This bridge, that was constructed in the early 17th century, commemorates the even narrower bridge that was located here before that. Die magere Brücke, die wir jetzt vor uns sehen, ist eine der ältesten Brücken der Stadt. Diese Beginn des 17. Jahrhunderts errichtete Brücke erinnert durch ihren Namen an die ursprüngliche, wesentlich schmalere Brücke, die sich davor an dieser Stelle befand. To your left, you can see the Hermitage, the annex of the museum in St. Petersburg. It is now located at Amsterdam, which previously served as a nursing home and senior living facility for over 300 years. Links sehen Sie die Hermitage. Die Hermitage gehört zum Museum in St. Petersburg und ist quasi ein Nebengebäude. Sie ist im ehemaligen Amstelhof untergebracht, der 300 Jahre als Pflege- und Altersheim gedient hat. We are now getting to the Herengracht, or Gentleman's Canal. This canal was dug in the 17th century. The canal houses here are the largest and most beautiful in Amsterdam. At Koi Shipping Company, we consider this one of the most stunning canals in the city. Wir kommen jetzt in die Herengracht. Diese Gracht wurde im 17. Jahrhundert gegraben. Auf dieser Gracht finden Sie die größten und schönsten Grachtenhäuser Amsterdams. Wir von der Reederei Koi finden die Herengracht eine der schönsten Grachten der Stadt.
On your right, you can see the Museum of Bags and Purses. In this museum, you can view an extraordinary collection of bags and purses, some of which are over 200 years old. Rechts sehen Sie das Taschenmuseum. Dieses Museum beherbergt eine besondere Sammlung, in der sich Taschen befinden, die über 200 Jahre alt sind. To your left, the house at number 502 with the balcony and the marble pillars is the official residence of the Mayor of Amsterdam. Das Gebäude links mit der Hausnummer 502 und dem Balkon und dem To your left, the house at number 502 with the balcony and the marble pillars is the official residence of the Mayor of Amsterdam. Das Gebäude links mit der Hausnummer 502 und dem Balkon und den Marmorsäulen ist die Amtswohnung des Amsterdamer Bürgermeisters. To the left, you can see the Basel, originally built for the Dutch Merchant Bank, the Nederlandse Handelsbank. The city archives of Amsterdam are kept in what used to be their vaults. Links sehen Sie die Basel. Sie wurde ursprünglich für die niederländische Handelsbank gebaut. Jetzt befindet sich das Stadtarchiv in den alten Tresoren. We are now sailing the Houden Bocht, or Golden Bend, where the richest merchants used to live in the 17th century. People who had made it big in this powerful trading town obviously had to show it. Their houses had extra large doors and small upper windows. This would make the buildings look even larger and higher. These houses are now used as banks, office buildings and consulates. In the past, a single family would have lived there. The door underneath the stairs was strictly for the use of staff members. Jetzt fahren wir durch die Goldene Kurve, in der im 17. Jahrhundert die reichsten Kaufleute wohnten. Wer es in diese mächtige Handelsstadt geschafft hatte, musste es natürlich auch zur Schau stellen. So entwarf man Häuser mit besonders breiten Eingangstüren und kleinen Oberfenstern. Der Effekt war, dass das Haus hierdurch noch größer und höher wirkte. Diese Häuser nutzt man jetzt als Banken, Bürogebäude oder Konsulate. Früher wurden diese Häuser von einer Familie bewohnt. Die Türe unterhalb der Treppe war ausschließlich fürs Personal.
typical tree of Amsterdam is the elm. Elms have stood along the canals for over 400 years, and they belong to our world heritage. There is no other place in the world where so many elms can be found together. Each spring, over 75,000 elms scatter their millions of seeds across the city. Die Ulme ist der Baum von Amsterdam. Die Ulme steht seit mehr als 400 Jahren an den Kanälen und gehört zum Welterbe. Es gibt keinen Ort auf der Welt, an dem noch so viele Ulmen zu finden sind. Jedes Frühjahr verteilen über 75.000 Ulmen Millionen Samen in der Stadt. To your left, you can see two identical houses side by side, also known as the Twin Sisters. On the opposite side, there are two other duplicate houses, the Twin Brothers. Links stehen zwei identische Häuschen nebeneinander, die man auch die Zwillingsschwestern nennt. Auf der gegenüberliegenden Seite stehen auch zwei identische Häuser, die die Zwillingsbrüder heißen. To your right, you can see one of the narrowest canals in Amsterdam, the Bowling Sloot. The interesting thing is that these houses are directly on the water, just like in Venice. Rechts sehen Sie eine der schmalsten Grachten Amsterdams, den Bowling Sloot. Das Besondere daran ist, dass die Häuser geradewegs am Wasser stehen, genau wie in Venedig. To your left, at numbers 362 to 368, you can see some magnificent merchant houses from the 17th century. Links von Ihnen, bei der Hausnummer 362 bis 368, sehen Sie einige majestätische Kaufmannshäuser aus dem 17. Jahrhundert. Have a look at the facades of the houses we can see on the left and right of us. Here are many kinds of facades, but the most common are the stepped gable, the bell gable, the neck gable, the frame gable, and the spout or funnel gable. You can see that each house has a hoisting beam high on the facade. As doors and stairs in houses in Amsterdam are very narrow, moving is usually done using the windows. Achten Sie auch auf die Giebel der Häuser, die wir hier an der linken und rechten Seite sehen. Es sind ziemlich verschiedene Giebel, aber die häufigsten sind der Stufen-, Glocken-, Hals- und Rahmengiebel und der Ausguss- oder Trichtergiebel. Sie sehen auch, dass jedes Haus einen Hubbalken am Giebel besitzt. Weil die Türen und Treppen in Amsterdam sehr schmal sind, wird bei Umzügen alles durch das Fenster hinein und herausgebracht. The stairs of these houses were this narrow because residents had to pay taxes based on the width of the houses on the canals. That is why they tried to build houses as narrow and deep as possible. And that is why many have back annexes, because it was cheaper. In the 17th century, a particular style of construction was called op de vlucht, on the run.
This means the top of the facade leans forward just a bit. This made it easier to lift goods to the upper floors. In addition, it prevented water from getting into the rafters. Die Treppen dieser Häuser waren nämlich so schmal, weil die Höhe der Steuern auf der Breite des Hauses beruhte. Deshalb versuchte man die Häuser so schmal und so lang wie möglich zu bauen. Viele Häuser besitzen aus diesem Grund Hindlachhäuser. Diese Bauweise war erheblich günstiger. Im 17. Jahrhundert nannte man eine bestimmte Art des Häuserbaus Opfleur. Das bedeutete, dass der Giebel des Hauses etwas nach vorne neigte. Auf diese Weise war es einfacher, die Güter nach oben zu hieven. Außerdem half es bei der Entwässerung. You will find gable stones in the facades of many of the houses in Old Amsterdam. Very often, these stones are related to the profession or family names of the residents that lived in these houses in the past. Old gable stones often depict biblical scenes, such as Noah's Ark, or a proverb such as "Know thyself." In den Fassaden vieler alter Häuser in Amsterdam finden Sie sogenannte Gevelstenen, eine Art Wappenstein. Oft weisen diese Wappensteine auf den Beruf oder den Familiennamen der Bewohner hin, die hier zu früheren Zeiten gewohnt haben. Ältere Gevelstenen illustrieren oft biblische Szenarien, wie die Arche Noah oder ein Sprichwort, beispielsweise "Kenn u zelf", kenne dich selbst. On your left, you can see the Bartolotti house. This house was named after the rich banker Bartolotti and was designed by Hendrik de Keyser. It is a very exceptional building as it was built completely symmetrical to the curve of the canal. Links sehen Sie das Bartolotti-Haus. Das Haus verdankt dem reichen Kaufmann Bartolotti seinen Namen. Es ist ein Entwurf von Hendrik de Keyser. Das Gebäude ist außergewöhnlich, weil es völlig symmetrisch in der Kurve der Gracht gebaut wurde. Amsterdam was designated a UNESCO World Heritage Site in 2010. UNESCO declared that the ring of canals made the inner city of Amsterdam a successful example of early modern urban development in Europe. Ideas about the ideal city in the Renaissance were applied to the Dutch city of canals. The regular shape of the ring of canals was created on the drawing board. Amsterdam has the best preserved 17th century inner city in Europe. In addition, the ring of canals is a symbol for the political, cultural and economic prosperity of Dutch society in the Golden Century. Amsterdam wurde 2010 von der UNESCO zur Weltkulturerbeliste hinzugefügt. Die UNESCO betitelte den Amsterdamer Grachtengürtel als gelungenes Beispiel für einen frühmodernen Städtebau in Europa. Auf dem holländischen Grachtengürtel wurden Renaissance-Ideen zur idealen Stadt angewandt. Die gleichmäßige Gestaltung des Grachtengürtels ist auf dem Zeichentisch entstanden. Es gibt keine besser erhaltene Innenstadt in Europa aus dem 17. Jahrhundert als Amsterdam. Der Grachtengürtel symbolisiert außerdem den politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Aufschwung der niederländischen Gesellschaft im goldenen Zeitalter.